Wir leben im Augenblick in Europa einen Ausnahmezustand durch den Virus Corona. Also man kann sich da fragen, was bedeutet die Corona-Krise, der augenblickliche Zustand für die Kultur in Europa und in Deutschland speziell. Da sind wir hier im ZKM, in diesem leeren ZKM, ja, am richtigen Ort. Wir sind ein Kompetenzzentrum für Kunst und Medien. Und ich schlägt gewissermaßen die Stunde unter anderem auch nicht nur der Virologie, sondern auch der Medientheorie. Weil die Medientheorie hat schon seit den 60er Jahren immer festgestellt, dass sich Botschaften viral verbreiten. Das heißt, Botschaften verbreiten sich heutzutage besonders in den sozialen Medien kontagiös, ansteckend, säugenartig. William Burroughs hat schon gesagt, Language is a virus from outer space. Die Sprache ist ein Virus aus dem Kosmos. Jean Baudrillard hat die ganze Medientheorie unter das Signum der Viralität gestellt. Nun ist der Augenblick erreicht, dass wir auf einer Seite ein reales Virus haben, ja, und gleichzeitig die viralen Medien. Denken Sie nur an die hochgerühmte virale Reklame, virale Kampagne. Ne? Also wir haben jetzt das Phänomen, eine Seuche, die sich gerade ausbreitet, und gleichzeitig noch ein Nachrichtenwesen, das das steigert exponentiell, weil Nachrichtenwesen heute, von Fernsehen bis soziale Medien, sind Echoräume, Resonanzräume, die den viralen Virus, den echten Virus noch extrem steigern. Also wir wissen jetzt nicht genau, ja, was wir hier leben. Ja. Ist das so schlimm, wie es uns geschildert wird? Kann es noch schlimmer werden, ja? Oder kann es auch weniger schlimm werden? Ja? Die Konsequenz aus der Überlegung ist die folgende. Ja? Das Virus zwingt uns, die Kultur, endlich, aus meiner Sicht endlich, ja, in die digitale Gesellschaft nach Jahrzehnten einzutreten. Ja? Was bedeutet das? Das bedeutet, das 19. Jahrhundert war nicht nur die maschinenbetriebene, auf Radtechnologie basierte industrielle Revolution, ja, das heißt eine Mobilität der Körper, sondern gleichzeitig genauso wichtig war die Separation von Bote und Botschaft. Das heißt, bis dahin hat jede Botschaft einen Körper gebraucht, einen Boten, sei es ein Briefträger, sei es ein Pferd, sei es ein Soldat, ja, sei es eine Kutsche, sei es irgendjemand oder irgendein Ding, ein Tier, das die Botschaft vermittelt. Mit der Telegrafie, ja, und etc., auch wenn noch, und Telefax, wenn auch noch verkabelt, ja, war es plötzlich möglich, Botschaften zu senden ohne Boten, ohne Körper. Das heißt, wir hatten eine immaterielle Kommunikation von Zeichen, eine immaterielle Mobilität, die noch viel schneller war als die materielle Mobilität. Materielle Mobilität von Auto, Flugzeug war eine beschleunigte Mobilität. Die immaterielle Mobilität von Zeichen war eine simultane. Ich konnte gleichzeitig von Australien bis nach Europa eine Botschaft vermitteln ohne Körper. Das heißt, diese plötzlich eingetretene eine sogenannte, was ich nenne, Ferngesellschaft. Wir hatten bisher eine Nahgesellschaft, die war auf Boten aufgebaut. Nur diese Ferngesellschaft, ja, nämlich durch Telekommunikation, durch Fernsehen, Fernhören, Radio und so weiter aufgebaut, wurde immer noch nicht akzeptiert. Ja. Jetzt werden wir gezwungen, zum ersten Mal in diese Ferngesellschaft endlich einzutreten. Wie schaut das aus? Ja. Bisher zum Beispiel hat man, und diese Art Ferngesellschaft wird die Produktion und auch die Rezeption gewaltig verändert. Ne? Beispielsweise das Publikum. Wir hatten bisher ein Massenpublikum, ja, lokal, ja, in riesigen Stadien. Ne? Eine Art Industrie der Nahgesellschaft. Ne? Ob das Rockkonzerte waren oder ob das Fußballspiele waren. Man hat sozusagen Aggluterationen von Körpern gehabt, Verkrustungen von Körpern und Leibern, die zusammengepresst werden in riesige Stadien, ne? Von 15.000 bis 17.000 Menschen. Ja? Aber in Wirklichkeit waren die entscheidenden Zuschauer nicht im Stadion, ne? Die waren zu Hause. Da sitzen 15 Millionen im Stadion, eine Art Staffage, ja? Aber die 5 Millionen, mit denen man wieder Geld macht, sitzen zu Hause im Fernsehen. Ne? Das heißt, man hat hier ein lokal zusammengeklebtes, gegleistetes Publikum, aber zu Hause lebt jeder Einzelne, oder zu dritt oder zu viert, vom Bildschirm, und das sind die Millionen. Ne? Also man hat schon gehabt ein nicht lokales Massenpublikum in den Telemedien und ein lokales Massenpublikum noch in der Nahgesellschaft. Ne? Das hat so derartige groteske Dinge geführt. Man macht Talkshows, da sitzen 30 Menschen und tut so, als wären die mehr als wir nur dirigierte Applaudierer, sondern man macht die Talkshow für die Leute zu Hause von Fernsehen, für die Millionen Fernsehzuschauer. Das heißt, wir ein virtuelles Massenpublikum oder ein non-lokales, dezentralisiertes Massenpublikum. Und das erreicht nun die Kultur. Ja? Die Kultur hat immer noch gedacht, okay, wir haben ein Kino und müssen die Leute hineinzwängen. Wir haben Konzerte, also müssen wir hineinzwängen. Wir sehen jetzt gewissermaßen, dass diese Kulturbauten, gerade in den letzten Jahren, ne, diese gigantischen Opernbauten, ne, diese gigantischen Stadien, das sind gewissermaßen Pharaonengräber, ja, die sich die Nahgesellschaft selbst errichtet, bevor sie untergeht. Ja. Heute plötzlich kann man haben
Geisterspiele, ja, leeres Stadion, man hat plötzlich Geisterkonzerte, leere Konzerthäuser. Und das, was wir schon früher genannt haben, Geistreise, tritt jetzt ein. Weil wenn ich mit jemandem telefoniere nach Australien, dann reist meine Stimme alleine, ich reise nicht mit. Ja. Das heißt, ich reise als Geist, nur Stimme, ja, reise ich von Karlsruhe nach Sydney. Ja. Und plötzlich erleben wir das auch in der Kultur. Ja. Und jetzt hoffen natürlich alle, dass es nur ein vorübergehender Zustand ist. Nein. Zum ersten Mal gelingt es eben, dass die Kultur zur Kenntnis nimmt. Ja. Wir leben schon lange in einer virtuellen Online-Welt, dezentralisiert, non-lokal. Und wir müssen sich darauf einstellen.